Hallo Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Rosewater. So, jetzt schauen wir uns mal hier um. This club's membership has felled many an antlered beast. Volumes and volumes of books. Nothing particularly noteworthy, though. A stuffed bird. The plaque says it's called a dodo. How odd. Dodo. Various pharaoh types of rich people enjoying themselves. Suppose they need to prove how happy they are. I wonder if these could actually be used in combat. So many butterflies. This puts Sheriff Gamble's collection to shame. Ja. Genau, A der hat ja painting of a gekauft. cafe. Looks like somewhere in Europe. A pharaoh type showing a bunch of men outside the club. The plaque says opening day. A nondescript landscape, not very well executed. I imagine most of the folks in here are great admirers of Mr. Atwood. After all, he always did make a point of standing up for the great big rich guy. There's various exhibits in these cases, mostly old coins and trinkets brought back from who knows where. Ich schau mal ein bisschen herum. I wonder how long it would take to read every one of these books, and if any of them are worth it. Edgar Whitmire, founder of the Jolly Good Club. There's a plaque above all those portraits that says In Memoriam. Seems these are former club members. There's a plaque above all those portraits that says In. Okay. It's a list of club members. Okay. Ronnie Coleman muss ich gedenken. Aber ich denke, wir brauchen L, ne? Mit tadellosem Ansehen. Oder wir brauchen hier gar nichts. Tom O'Loughlin, Policeman. Bartholomew, Beth Egerton, aber wir haben nirgendwo. Klar kann man nirgendwo stehen, ne? Van Dijk und Dijk. Ja, was wir hier wieder suchen müssen. Das weiß nur Gott allein. Schauen wir weiter rein. Aha. Hey, that's Miss Lee. As you see, gentlemen, Die my haben die analysis Ausgrabung. was correct. The region is absolutely ideal for the formation and preservation of fossils. Though I have so far recovered only a small part of what I believe still lies out there, I was able to partially reconstruct the dinosaur skeleton you see before you. Quite a fearsome beast, isn't he? This ancient lizard, which I have christened the Eremosaurus, probably roamed the lands near the San Bernardo Valley over 72 million years ago. This is fascinating, but I'd better get a move on. Wahrscheinlich. Stern-looking fellow. He's got a medal on his chest with 4 stars on it. General Lancaster Bevins, 1770 to 1832. Okay. Bat.
Mrs. Edgar Whitmire. I bet she's never set foot in this place either. Locked, of course. But these are the simplest door locks I've ever seen. Ach so. Und jetzt können wir uns da durch alle durchwuseln, oder was? Nothing to it. Okay. Locked, of course. Ham. There's lots of doors. Do I really want to pick them all? Ach so, jetzt sind sie offen. That wasn't the right room. Ich weiß nicht, was das L, irgendwas mit L, ne? There must be a way to figure out the... Im Buch. Das Problem ist halt, unser... Ah. Die Suite des mysteriösen L. L ist ja dann sozusagen seine Abkürzung, kann das sein? Ape, Autos, Ben, Burn, Kid, Claw, Bertie. Kann das sein? Hank, Kai, Iggy. Jojo. Larry. Das ist ja, glaube ich, ne? Lemuel, L-E-M, Barnett. Und Professor. Lemuel, L-E-M, Lem. Ich glaube, dass es das ist. Das wird sein. Der L-E-M. Und die haben leider die Abkürzungen bei den Türen genommen, ne? Archie. Aurum Star Members. Aurum Star members. Where have I heard that before? Ich weiß es noch. Kit. Chan. Warm air is coming from the grate. They must have that indoor steam heating I've read about. Lige. Ja, andererseits. There's lots of doors. Falsch. Aber es schon L-E-M sein, There oder? must be a way to figure... Ja, aber da müssen wir durch viele Gänge spazieren jetzt. Willie. Barnabas Jordan, 1801 to 1845. Meinst du, das ist, was ich vermute? Ned. Nicht. Ja, und dann ist es jetzt Finney. Thor. Warm air is coming from the grate. They must... Sigh. Ja, Alter, was kriegen We've wir only been in El Presidio one day. für depperte Hinweise? Das steht so und dann, na. L, der mysteriöse L. There's lots of... Und man schaut und dann ist es für Arsch. Der Hinweis. Jetzt kann man da wieder ein Bild von so einem Club. Must be a way... Kann mit die Scheiße nichts anfangen. Und sperre jede Dreckstür auf, mir scheißegal. There's
There's lots. Ist mir scheißegal jetzt, ehrlich. There must be a way. Ja, ja. There's lots. There must be a. Kann nicht wahr sein. There's lots. I think this is the room I'm looking for. Ja, Yes, there's the safe. okay. Still life of some fruit and flowers. Hotel art. It's got several drawers, and the top is surprisingly clean. I found a crumpled note. Better take it. General Laporte, as per your request, we have provided your suite with a safe. The combination is 12 right, 9 left, 5 right. Please share this information only with those you trust. Management. 12 rechts. Nochmal. General Laporte, as per your 9 request, links. we have provided your suite with a safe. The combination is 11, 12 5 right, rechts. 9 left, 5 right. Please share this information only with those you Lass mal trust. aufschreiben. Management. Can't believe I've been wearing the same clothes nearly 2 weeks now. Muss schon gut riechen. Warte, ich geh mal kurz raus, um nochmal zu schauen, welches Ding war denn jetzt? Willie, Willi. Und was ist da mit L? Keine Ahnung. Ist ja wurscht. Ja gut, der hat 2 L, ne? Aber nicht zu a Beginn. wild frontier. This has been one hell of a journey. Was haben wir da? Nothing hidden in the sheets. Not too different from the one. A few suits. Die schaut sie nicht rein. The combination dial. So, wir haben 12 rechts. If only it were that simple. I need the combination. Neun links. 5 rechts. If only it were that. Ja, wie funktioniert's denn? Muss ich irgendwas... The combination dial. So, das haben wir. Dann links 9. If only it were that. Muss ich da irgendwas zwischendrücken? Achso, jetzt habe ich einen Blödsinn mal. So, noch einmal drehen. Na, das passt. Das ist wieder rechts. Na, das müsste jetzt links 9 und dann... If only it were that. Ja, was muss ich noch irgendwas zwischendrucken? Also die Zahl lockt? Das kapiere ich nämlich gerade nicht. The big gold handle for open. Oder ist das so anders? Warte mal, warte.
So ist rechts, ne? Da bin ich dumm, ich bin ja blöd, oder? Fantastic. Ja, Trottel. All right, let's see what we've got here. Some kind of wooden card? Better hang on to it. And another journal, but not Clark's. Uh-oh, sounds like the presentation's wrapping up. I'd better make myself scarce. And who might you be? Oh, just one of the cleaners. It's my first night, so I was getting a feel for the place. I'm afraid I don't believe you. This is a members-only club, and you clearly aren't a member. Therefore, I can only assume that you must have broken in. Your intent was to steal something, I suppose? I'm no thief. My hands are empty. And your pockets? Nothing I didn't bring in with me. You're quite clever. Very well, you can go. Let it not be said that General Laporte can't be merciful. But if I ever see you in here again, I won't be so lenient. Understood? Yes, sir. Well, did you find him? I think so, but let's get out of here. Now, let's see what's in this diary I found. 22. November 1844. Der Soldat ist kein politisches Individuum. Sein einziges Anliegen ist es zu überlegen, wie er die ihm aufgetragenen Ziele mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln erreichen kann. Die Motive, die hinter dem Befehl stehen, das Warum und Weshalb sind nicht seine Sorge. Das ist Politik und die ist etwas für Politiker. Aber ein Soldat ist auch ein privater Bürger seiner Republik. Er ist mit einer Stimme und einem Stimmrecht ausgestattet und kann, ja muss, alle seine Fähigkeiten der Einsicht und des Ermessens bei deren Ausübung nutzen. Als Bürger kann er ein gerechtigtes Interesse an nationalen Angelegenheiten. Was ist das? Was heißt das? Kann er ein berechtigtes Interesse an nationalen Angelegenheiten haben und ich schreibe dies nicht als Soldat, sondern als beunruhigter Bürger, oder? Indem er den niedersten populistischen Ängsten nachgibt, verfolgt Leroy seine Arbeiteragenda der technologiefeindlichen Gleichmacherei, die produktiven Fähigkeiten dieses Landes für Generationen abwürgen wird. Das unvermeidliche Ergebnis wird eine wirtschaftliche Depression und ein Mangel an militärischer Bereitschaft sein, die uns der Gnade unserer Feinde ausliefern und uns zu einem dauerhaft abhängigen, verkümmerten und kranken Anhängsel der Krone machen wird. Die Dampfkrafttechnologie und ihr noch mächtiger Nachfolger, die Elektrizität, sind die Motoren, die unseren sowohl als Bürger als auch als Soldat mit der Verteidigung unseres Die Dampfkrafttechnologie und ihr noch mächtiger Nachfolger, die Elektrizität, sind die Motoren, die unseren sowohl als Bürgern als auch als Soldat, der mit der Verteidigung unseres Gemeinwesens beauftragt ist, kann nicht untätig zusehen, wie unsere Zukunft zerstört. Keine Ahnung, das sotzt mir drin aus. Juni 12, 1847, eine noch junge Industrie steht kurz davor, in ihrer Wiege entdrosselt zu werden und ihr genialer Vater muss erdulden, dass sein Ruf in Fetzen gerissen wird und das alles wegen eines einzigen unglücklichen Unfalls. Ich beziehe mich natürlich auf den Vorfall auf der Limelight City Expo, den Leroy zum Anlass genommen hat, die unerträglichen Gefahren des gesamten Elektrizitätsprojekts anzuprangern und für ein totales Verbot zu werben. Nachdem er über den ersten Kieselstein gestolpert ist,
wringt eine ängstliche Bevölkerung nun ihre Hände in hysterischer Angst. Politische Opportunisten beeilen sich nun, einfache Gemüter zu umgarnen, indem sie darum wetteifern, die strengsten bisher vorgeschlagenen Maßnahmen einzuführen. Diese Männer sind Ignoranten, die das Potenzial dessen, das Dr. Clark geschaffen hat, nicht erkennen können. Die Nation, die als erste die ungezügelte Macht der Eternität zähmt, wird der unangefochtene Führer der Welt sein und braucht sich vor keinen Potentanten zu verneigen. Vespuccia braucht ein eigenes. Man darf nicht zulassen, dass er dem vorübergeordneten Windschlächter zum Opfer. Hey, Alter, das kann kein Mensch lesen. Man darf nicht zulassen, dass er dem vorübergehenden Windschlächter Gunst zum Opfer fällt. Alter, bist du. 25. Juli 1847, Fort Beaumont ist ein günstig gelegener Außenposten abseits des normalen Verkehrs, aber nahe genug am Endbahnhof der Eisenbahn in der Ortschaft Rosewater. Ganz in der Nähe im San Bernardo Valley befindet sich ein Dorf von Eingeborenen, die einen Zustand ausreichender Aggression und Aufregung gehalten werden könnten, um das Fort zu einem unverzichtbaren Bollwerk gegen sie zu machen. Da niemand bestreiten kann, dass bestimmte von Fort Beaumont ausgehende Unterdrückungskampagnen durchgeführt werden müssen, warum sind die Sätze immer mittendrin aus? Die Vorgänge werden keine Beanstandung hervorrufen. Ich kann jedoch nicht mit Captain Mayhew arbeiten. Es bringt sie prinzipientreu und stolz und wird nicht für die üblichen Verlockungen empfänglich sein. Eine Patrouille an der laurentianischen Grenze wird ihm ausreichend Gelegenheit für den ehrenvollen und angesehenen Dienst bieten, nachdem er sich sehnt weit weg von hier. Als Ersatz steht in Clayton Creek ein gewisser Leutnant Stokes vor dem Kriegsgericht, der wegen ordnungswidrigen Verhaltens und Trunkenheit in der Öffentlichkeit angeklagt ist, nachdem er in einem Streit mit einer Frau von geringer Tugendhaftigkeit des Todes eines Stokes entstammt einer alten Militärfamilie. Sein Großvater, kein geringerer als Colonel Remington Stokes, verlor sein Leben in den Befriedungsscharmützeln, die schließlich zur Zivilisierung von Dixie führten. Folglich hegt der Leutnant keine Liebe für Wilde und hat eine starke Abneigung gegen jeden Schandfleck auf seinem angesehenen Familiennamen. Als Dank für die Befreiung von der Anklage und die Beförderung zum Hauptmann würde sich ein solcher Mann außerordentlich fügsam zeigen. 3. März 1850, die erste Tasse Wasser, die einem aus dem Schiffswrack geretteten Mann bekommt. Wie viel süßer muss dann der feinste Wein sein, begleitet von Steak und Hummer, gefolgt von einer Menge Portwein und guten Zigarren. Dr. Clark hat die Gastfreundschaft meines Clubs angenommen und meinen Bitten Gehör geschenkt. Ich habe ihm die Notwendigkeit äußerster Diskretion eingeschärft. Im Gegenzug wird es ihm freistehen, seine Forschungen hier fortzusetzen, geschützt vor Störungen und bis ins ganze Detail vollständig versorgt. Es ist ein Angebot, das kein Mann in seiner Situation ablehnen kann. 11. März 1850. Auf Gannett Island wurde mit nicht geringem Aufwand alles vorbereitet und die Einrichtung ist bereit, ihren leitenden Forscher aufzunehmen. Die Vorbereitungen liefen schon lange vor seiner Zustimmung. Hätte sich Dr. Clark als unwillig erwiesen, hätte ein anderer Experte, der weniger kompetent und wahrscheinlich auch weniger gefügig ist, beschafft werden müssen. Es ist besser, dass solche Eventualitäten, kann es bedeuten, nicht notwendig waren. Eventualitäten, so.
nicht notwendig waren. Mit Dr. Clark an der Spitze kann das Projekt Rosewater in Kürze beginnen. Es werden rasche Fortschritte erwartet. Wenn mein Land bereit ist, sich an den Früchten dieser Arbeit zu laben, wird es mir vielleicht für meine Weitsicht danken. Clark's not at the club anymore, but I found out who invited him to El Presidio, an army general named Laporte. He's got Clark on Gannett Island working on some secret operation called Project Rosewater. Project Rosewater? No idea what it is, but it's the whole reason Laporte brought Clark here. Wait a minute. Remember those crates on the army supply wagon? The ones marked Rosewater? They weren't going to the town of Rosewater. I bet they were coming here for Project Rosewater. Of course. Fort Beaumont was just a waypoint. It sure seemed like a lot of stuff for one little outpost in the middle of nowhere. So, the night deliveries, the Orem bars. Something big is going on here. We need to have a talk with Shaw. Miss Leger, have you any news? Clark's been moved to Gannett Island. Gannett Island? But there's nothing there, just a crumbling fort and lighthouse. Have you heard of an army general named Laporte? Or something called Project Rosewater? Neither. Go on. You said your reasons for seeking Dr. Clark were complicated. This quest has run us afoul of some very dangerous people. If you expect us to get Clark for you, I want to know why you want him so badly. Very well. Ja, will man Imagine halt. airships, engines, furnaces, powered not by petroleum and coal, but by ethericity, an infinitely renewable energy source that comes from the sky itself, clean, efficient, and economical. But you run an oil company. I run an energy company, Miss Leger. Energy takes many forms. With Dr. Clark in my employ, we can lay the groundwork now for a pivot from oil to ethericity. Once the benefits become apparent, the market will clamour for clean, safe, etheric energy. And only one company will be equipped to meet that demand on day one. Mine. What about the ban? Bans are imposed by governments, and governments change, Miss Leger. Not everyone supports Leroy's technophobic policies. The Labourites are barely hanging on. It's not just Atwood's trade party that would like to see etheric advancement back on the table. Royalists, justice, pioneers, even the Christian Union would all get on board. In these fractious times, ethericity has the potential to be a great uniter. Change is just over the horizon. But enough politics. You know where Clark is. Go get him. Best of luck. Ah, before you go, my lodestone. Oh, sure. Here. Thank you. Okay. Und wie kommen wir jetzt dort komplett rüber? Achso, mit dem Boot von der anderen vielleicht. Das wäre natürlich möglich. Did we possible? Genau. Nothing fancy, but it looks seaworthy. That must be Gannett Island. We need to find a way to get there. Ja, werden wir auch. Aber erst in der nächsten Folge, meine lieben Freunde. Ja, so schaut's aus. Und ich denke, in der nächsten Folge wird es jetzt ziemlich mal zum Ende gehen, oder? Weiß nicht. Aber schauen wir mal, lass uns überraschen, wie lange es noch geht. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ich würde mich freuen. Tschüss.